Steltjuk vor, your Eugene Mutter Folst Uren Narmen unter ein Dokument über 382.000 Euro. Under Stempel, de dies Luge beglobigt, tragt ihr Eugene unter Schrift. Genor das ist mir passiert. Und beverjuk fragt, why ein Mutter so etwas tun kann, blät dran, denn das war erst der Anfang. Das Klirren von Silberbesteck auf Feinporzellen war das einzig Geräusch im Raum, bever mein Mutter die Baum platzen ließ. SAE schab einen Scheck über 1 Million Euro Cure über den massiven Ikentisch und Sirer Familienvilla in Hamburg. Der Scheck lendiet direkt neben den Klassen vor meiner jüngeren Schwester Sandra. Der gesamte Raum brach in lauten Applaus aus mein Tant Renater verdruckt ein Train der Rührung, während mein Vater schweigend auf seinen Braten start. Ich erinnere mich noch genau an den Jerk von Sonntagsbraten und an das Klimpen von Sandras Armreifen, als den Scheck wie ein Newtborins Baby in ihr Brust druckt. Niemand sah mich hin. Ich war 29 Jahre alt und hat die gesamte Buchhaltung und Storeklaring des elterlichen Bostoffhandels seit 7 Jahren völlig unentgeltlich geführt. Ich saß ihn fast und tat das, was ich schon immer tat, die still Mathematik im Kopf, nach der mich Gemmen fragte. Zwei Wochen später sagt mir dieselbe Mutter, ich soll mein Sachen packen. Aber das soll Eid in der Mathematik ist, das Zarlen kein Gefühl haben. Und bever man verstet, wie ein Mensch einem das Hers bricht, muss man zuerst die Zarlen darver verstehen. Also lasst mich von vorn beginnen. Das Abendessen hat an diesem Abend nur ein einziges Thema, Sandras großen Traum. Mein Mutter Karen stand auf und wirken diet stolz, dass die Familie ein groß Investition tätig. 1 Million Euro für Sandras Traum. Ein luxuriöse Ventilation namens Villa Magnolia an der Ostsee. Die Art von Anwiesen, für das Brotpaar 100 Kilometer anreisen würden. Sandra weinte perfekt inszeniert schon Heizkanigien weinen. Tant Renater klatschte, bis ihr Ringe aneinander schlugen. Mein Vater Frank nickte no stumm. Ich saß am äußeren Ende des Tisches und stellte die ein Frage, die mich mein ganzes Leben lang in Teufelskusch gebracht hat. Ich fragte ganz hoffentlich nach den kalkulierten laufenden Betriebskosten für das erste Geschäftsjahr. Das Klatschen hört schlagartig auf. Sandras Lächeln froh ein. Mein Tant sah mich an, als hat ich ein Getränk auf den Toren Teppich geschüttet. Mein Mutter legte ihren Silberlöffel langsam ab und sagt kalt, wir konnten über die langweiligen Bürokratiedinge später sprechen. All lachten das Erleichterungsleken von Menschen, die froh sind, dass jemand anders gedemütigt wird. Ich war nicht eifersüchtig auf das Geld. Das Geld machte mir mehr Angst, als dass es mich verletzt. Ich was nämlich ganz genau, was unser Familienunternehmen tatsächlicher wirtschaftet, und ich wusste, was es kostet, ein Traditionsunternehmen zu belassen, einen Traum zu finanzieren, der kein mehr alt. Mein Mutter beobachtet mich für den Rest der Mahlzeit über den Rand ihrer Brill. Nicht wütend, sondern prüfend, wie ein Chorfrau bei der Inventor, die entscheidet, welch Rennplatz im Riegel nicht mehr wat ist. 2 Tage später sittet mir mein Mutter in ihr Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer war eigentlich das Büro des Bostoffhandels, das SEINS Wohnhaus verlegt hat. Ein Schreibtisch, ein Ordnerwand und ein Notestempel, den SAE sieht Jahrzehnten wie ein klein Kroner benutzt. SAE bat mich nicht einmal, mich zu setzen. SAE sagt mir trocken, dass das Haus umstrukturiert wird. Sandra broch den Platz, die Ruhe und die voll Aufmerksamkeit der Familie, während SAE das Eventenwesen aufbor. Dann sagt SAE den Satz, den ICHBIS hutem Zweyer nachts im Kopf vor. Du bist 29 Jahre alt, Melanie. Du hast keine Niehemen, keinen Zukunftsplan und keinen von kein Ehrgeiz. Jeder Cent, den wir haben, get dorthing, wo etwas wächst, ich erinnert SAE daran, dass die Firmenbeige seit 7 Jahren einen einzigen Fälle geführt hat.
SE sa me volig Verstand nislosen, Ols hat ich über das Wetter gesprochen. Das war den Mieter und Verbpflegung, sagt SE. Dies Family investiert. SE betreibt kein Wohltätigkeit, ich fragter SE, wo ich denn hin soll. SE strich einen stapelig Tenglat, klopfter ins Weimel auf den Tisch und gab mir mein Antwort. Das ist die erste interessante Frage, die du sie gern stellst. Du hast zwei Wochen sieht. Du bist hier einfachner Platzverschwendung, dann fügt SE Leser hinzu, man gießt kein Stein, Melanie, ich stand die und spurti, weiter Satz Gold einschlag. Ich nickter stumm und gingen der Akten wand vorbei, in der mein Geburtsurkund, mein Zeugnis und mein gesamtes bischriges Papi-Leben in Ordnen largen. Was ich damals in diesem Fleur noch nicht verstand. Ich dacht, stost me heus der Familie us aber das tat es nicht. Rechnet mich nur herunter. Und es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Ohrstossen und Nutzen. Ein Unterschied, der mit Jahr später fast auskosten sollte. Der Scheck über 1 Million Euro hat mich heus einem einfachen Grund beunruhigt. Reiner Mathematik. Ein regionaler Bostoffhandel hat kein Million Euro flüssig auf die Konto leigen. Spatten dieser Nacht ging ich in die Küche, Wasser zu holen. Das liegt im Arbeitszimmer brandy noch. Die TUR stande fen, Papier largen verstrot. Ich spioniert nicht. Ich war ursagen worden, das zu lesen, was vor mir lag. Ganz oben lag ein Notenvertrag über einen Grundstücksverkauf. Der Oldhof meiner verstorbenen Großmutter Ruth war in einen Bohrinvestor verkauft worden, für genau 1 Million Euro nachstuen. Omer Ruth war 2 Jahre zuvor gestorben, und ich konnte es dem hören, als war SE im Rom. SE hat einmal zu mir und Sandra auf die Hof gesagt, wenn ich einmal nicht mehr bin, war dieses Land gerecht geteilt. 2 Enkelinnen, 2 Haften, aber SE hat das Testament nie rechtzeitig beim Amtsgericht geendet. Als ging rechtmäßig an mein Mutter. Das Gesetz kommt sich nicht im mundlich Versprechen auf einem Bauernhof. 3 Million war kein Geschenk meiner Eltern an Sandra. Es war mein gestohlenes Erbe. Mein Hafter. Handfester begeben bei einem Abendessen unter Applaus. In jener Nacht lag ich auf dem Bett meines alten Kinderzimmers und hielt ein vergilbte Ansichtskarte in den Händen. Es stammte von meiner Großmutter Ruth, geschickt von einer Reise in die Ostsee kurz vor ihrem Tod. Auf der Rückseite standen in ihrer krausen Handschrift 2 Einfachsatzer. Ich heb hut ein Parm gesehen, die mit Neus einer Steinmauer wächst. Wächst trotzdem, Melanie, ich saß auf dem Linoleumfußboden meines leergeräumten Zimmers und drückt dies Kart fest in mein Brust. Am nächsten Tag packte ich mein 29 Jar in genau 11 Umzugskartons. 4 Kartons voller Butcher, 3 MIT Kleidung, und ein einziger Karton, der ausschließlich AUS Unterlegen bestand. Mein Butchholte Zeugnis, mein Certificate und virtuelle Kopien der Firmenbücher des elterlichen Bostoffhandels, die ich über die Jar für mein eigenen Unterlegen angefertigt hat. Sandra torchte in meinem letzten Abend in meiner Zimmertor auf, lehnte sich mit einem Glas Rotwein in den Rahmen und sah mir beim Zuckelben der Karten zu. Mach es nicht so dramatisch, Mimi, sagt SE cool. Es ist nichts Persönliches. Mama glort eben in mich und mein Vision, ich sah sie und fragte ganz ruhig, ob es eigentlich schon die Angebot der Borntennehmer für ihre Eventfiller geprüft heb. Sie rollte nur mit den Organ und meinte, ich klinge wie ein spießig Butchholtren. Ich antwortet, das ich genau das ist ja. Mein Vater ging in dieser Nacht zweimal an meiner TUR vorbei. Sein schweren Schreit auf den alten Dielen kannte ich wie das Wetter. Beidmail wurde langsamer, beidmail ging weiter. Kam nicht herin, etwas zu sagen.
Stattdessen schaberem nächsten Morgen einen gefolterten 50-Euro-Schein unter meinen Scheibenwischer. One Nachricht, one ein einziges Wort. An menemers 10 Tag in Freiheit fu ICH 300 Kilometer nach Norden, an die Ostsiekust, in ein klein Hafenstadt namens Warnemund. Die Kust kommet sich nicht deinen Nachnamen oder den Herkunft. Die Kust brocht Hand und Verstand. Fischereibetrieb, Tourismus, Bootsverleih, Kleinpensionen, Jeds dieser Unternehmen ertranken Quittingen und Belegen, geführt von Menschen, die viel zu beschäftigt für Zettelwirtschaft waren. Bever ICH mein Gewerben meldet, must ICH jedoch old Outlausten klaren. ICH rief bei der Horstbank in meiner Heimatstatten, mein Festgeldkonto abzufragen, das mein Großmutter bei meiner Geburt für mich angelegt hat. Mein angeblicher Studientopf, von die mir vorjaren gesart worden war, SCI durch ein Fellentscheidung aufgelost worden. Die Jungbanken gestellte im Telefon war überaus hilfsbereit und anti nicht, was SCI mir die übermittelte. Das Konto war tatsächlich aufgelost worden. MIT einem Betrag von 18,00 Euro. Vollständig abgehoben wurde nur 10 Jahren. Autorisiert Unterschrift in Dennoch 10, Karen Stein, gesetzlich vertreten. ICH stand auf dem Parkplatz einer Raststadt, presst das Telefon an mein Ohr und bat SCI, das Datum zu wiederholen. Das Datum entsprach exakt dem Frühjahr, in dem Sandra 22 Word und der erster, gescheiterte Modeboutique eröffnet. Das Frühjahr, in dem mein Mutter mir MIT großer Jedel erklärt hat, ein Studium wird mein Nervenschulden und ICH kann doch auch glücklich sein, one Papier in ihrem Betrieb zu arbeiten. Das war kein spontaner Entschluss bei einem Abendessen gewesen. Der Raubzug meiner Familie lief sich über 10 Jahren, und trug die Unterschrift meiner Mutter. ICH dankte der Bankengestellten, legte auf und schrieb einen einzigen Satz in mein News-Notizbuch, find als, worauf den Name steht. ICH spurt mein Schufa-Auskunft, schloss old Content und stellte bei der Holdinggesellschaft meiner Eltern einen offiziellen, schriftlichen Antrag auf Austritt als Kommanditisten. Nach deutschem Gesellschaftsrecht muss ein Gesellschafter ordnungsgemäß entlassen werden. 9 Tage später kam der gelbe Rückschein per Einschreiben zurück, eigenhändig unterschrieben von meiner Mutter. Doch als ICH Wochen später im Handelsregister nachsah, war mein Name noch immer eingetragen. Sie hatten mein Schreiben einfach abgeheftet und ignoriert. Ein Kommandogesellschaft wird es niemanden, solange man nicht gerichtlich ausgetragen wird. In Warnemund baut ICH mir Mossam ein New Existenz auf. ICH reinigte nachts Büros von Zarnausten und Maitland und macht die Tagsieber die Ablage für einen alten Kutterkapitän. ICH as Race. Spartigeden sind und absolviert Arbeitsschulkurs für Beilandsbuchhaltung. Nach 14 Monaten gründet ICH mein eigen klein Kanzlei für Finanzberatung. Mein erster Kunde war ein Hafenmeister MIT 3 Schuhkartens voller ungeordneter Quittungen. Das Finanzamt forderte 11,0 Euro von ihm. Nach 9 Tagen akribischer Arbeit stellte ICH fest, dass das Finanzamt Fehler gemacht hat. Am Ende bekam der Old Man sogar 4,0 Euro zurückgestattet. Das brach sich im Häfen wie ein Lorfeue Hirn. Während mein Geschäft wuchs, erregten mich die Nachrichten aus der Heimat. Das Eventenwesen Villa Magnolia entwickelte sich zum finanziellen Albtraum. Italienischer Marmor, exklusivem Borten und immens laufend Kosten hatten das gestohlene Erbe meiner Großmutter innerhalb kürzester Zeit komplett verschlungen. Das Drohen der US abzuwenden, brocht die Familie dringend frisches Geld. Und Genor hier beg an der Thiel der Jeskicht, der mein ganzes Leben krempeln sollte. Einen zweiten Kredit bei der Raiffeisenbank zu bekommen, hat mein Mutter der Bank Sicherheiten versprochen. Und ein dieser angeblichen Sicherheiten war mein persönlich Bürgschaft.
Ols die Viller Magnolia schließlich kratschend insolvenz an meldet und die Zwangsvollstreckung droht. Flattet mir plötzlich ein offizieller Notariatsbescheid ins Haus. Die Bank forderte die Zwangsvollstreckung in mein gesamtes Privatsvermögen an der Ostsee. Ich start auf die angehangt Bürgschaftserklärung. Dort prangte mein Gefolster Unterschrift, datet auf einen Tag, an ich nachweislich 300 Kilometer entfernt gearbeitet hat. Und direkt neben dieser gefolgten Unterschrift saß der offizielle Notestempel und die Bestätigung meiner eigenen Mutter. Sie hatten nicht nur mein Erbe gestohlen. Sie hatten meine Identität benutzt, ihren eigenen Untergang auf mich zu wollen. Ich stand mitten in meinem Büro über der alten Hafenmeisterei und spürte, wie die Kälte in mein Nacken kroch. Das Anwaltsschreiben der Raiffeisenbank lag flach auf dem Tisch, den Ben die Fotokopie dieser angeblichen Bürgschaftserklärung. 382,00 Euro. Ein Saal, die ausreichte, mein Mosem Aufgebotsleben in der Ostsee, mein Finanzberatung und mein klein saniertes Ried-Dachhaus mit einem einzigen Federstrick zu vernichten. Aber noch viel schlimmer als die Schier some war der Stempel direkt unter der gefolgten Unterschrift. Der Dienststempel meiner eigenen Mutter, vers hen mit dem amtlichen Vermerk, war mir erschienen und eigenhändig vollzogen. In Deutschland ist eine notarielle Beglaubigung eine heilige Angelegenheit. Ein Notar oder ein zertifiziert Vertretung birgt mit dem eigenen Namen für die Wahrheit für dem Gesetz. Mein Mutter hat nicht einfach nur im Effekt eine Unterschrift nachgemacht. Sie hat sich in einen Schreibtisch gesetzt, das Dienstsiegel hervorgeholt und der Bank gegenüber eidlich besucht, das ich persönlich vorgestanden hat. Sie hatten mein Leben nicht nur mein Erbe erleichtert. Sie hatten meine Identität als finanziell Waffe benutzt, die Restschulden von Sandras gescheitertem Projekt auf mich zu lösen. Am nächsten Morgen saß ich in der Kanzlei von Frau Dr. Patricia Warnes, einer erfahrenen Fashionwolten für Bank- und Kapitalmarktrecht. Ich war die akribisch beschultern, die jeden Beleg umdreht. Aber für diesen juristischen Krieg braucht ich ein professionell Waffe vorgeregt. Die Kanzlei roch nach alten Gesetzbüchern und Leder. Frau Warnes las sich die Unterlagen 20 Minuten lang schweigend durch. Sie betrachtet die Handelsregisterauszüge, die Rückschein meiner unbeantworteten Austrittserklärungen aus der Familienfirma und schließlich die gefolgte Bürgschaft. Dann legte sie die Papier Jordnet auf den Tisch, nahm ihr Brill und sah mich direkten. Frau Stein, sagt sie mit ruhiger, schneidender Stimme, wir stehen hier in einer historischen Kreuzung. Weg Nummer 1 ist der zivilrechtliche Weg. Wir bestreiten die Unterschrift, verklagen die Bank auf Entlassung aus der Haftung und streiten uns 3 Jahre lang vor dem Landrecht. Das kostet sie an Mengen an Geld, Nerven und Zeit. Weg Nummer 2 ist die kompromisslose Wahrheit. Wir reichen ein eidstaatliche Versicherung über die Fälschung ein und legen Straffenzeit wegen Kundenfälschung im AMT so Bettrugs ein. Ein notariell Fälschung ist kein Familienversehen. Es ist ein schweres Verbrechen. Wenn wir diesen Brief abschicken, übergeben sie ihre eigene Mutter und ihre Schwester der Staatsanwaltschaft. Ich saß auf dem Stuhl und spürte, wie mein Herz rasend schnell schlug. Die old Melanie in mir, das kleine Mädchen, das jahrelang um Aufmerksamkeit am Abendbrottisch gekämpft hat, wollte am liebsten ihn Faschner bezahlen. Ich hat das Geld auf den Rücklagen meiner Kanzlei. Ich hat die 382,00 Euro überweisen können, nur damit dieser schreckliche Albtraum aufhört. Frau Warnes sah mir die Zerrissenheit im Gesicht und sagt einen Satz, denn ich neiverge sein Wort. Papier lugt nicht, Melanie. Menschen tun es. Wenn sie die Schadets bezahlen, kaufen sie nicht der Freiheit, sondern sie finanzieren nur die nächste Lüge ihrer Familie, in noch während ich mit mir rang, traf die Gegenseit eine Entscheidung für mich.
Zwei Tage später stellte mir ein Gerichtsvollzieher ein Klageschrift zu. Mein Eltern und meine Schwester hatten mich gemeinsam auf 450.00 Euro Schadensersatz verklagt. Die Argumentation ihrer Anwalt war von ebentulicher Dreistigkeit. Sie behaupteten, mein Buchhaltungsunternehmen an der Ostsee sei nur eine Ausgründung des elterlichen Boostofhandels gewesen. Ich hat Wissen und Kapazitäten der Familie gestohlen. Sie wollten mich nicht nur ruinieren. Sie wollten mein gesamtes Leben beschlagnahmen. In diesem Moment erlosch das letzte Function kindlicher Hoffnung in meiner Brust. Wer ein Versöhnungsangebot vortäuscht, im Hintergrund ein Klage vorzubereiten, hat jede familiäre Bindung verwirkt. Ich griff zum Horror, rief Frau Warns an Gebergrüns liegt für den harten Weg. Als Finanzberaterin übernahm ich die komplette Beweissicherung. Wir forderten Einsicht in das Notariat Schandbuch meiner Mutter an. Ein Notar ist gesetzlich verpflichtet, die Amtsschändelung fortlaufend Datum, Jahrzeit und Personalausweisnummer in ein gebundenes Buch einzutragen. 2 Wochen später traf die beglaubigte Kopie des Dienstregisters ein, und dort stand es in der sauberen Handschrift meiner Mutter, Datum 19. Oktober, Urkundenroll Nummer 412. Name der Erstchinen in Person, Melanie Stein. Doch die Schriftexperten und Seersgutachten stellten nicht nur fest, dass die Unterschrift auf der Bürgschaft von meiner Schwester Sandra stammte. Sie wiesen auch nach, dass der Eintrag im Notenbuch nachträglich, mit einer anderen Tint, eingefügt worden war. Es war ein systematisch, kaltblütig Fälschung, durchgeführt am heimischen Schreibtisch. Als das Gericht ein gerichtlich Mediation anordnet, reisten wir nachschweren. Mein Mutter erschien im eleganten Kostüm und brachte sogar selbstgebackenen Kuchen mit, den sie mitten auf den Verhandlungstisch stellte. Sie spielte die aufopferungsvolle Mutter, die angeblich nur das Beste für ihre beiden Tochter gewollt hat. Doch diesmal saß nicht mehr das verunsicherte Mädchen von damals gegenüber. Als der Mediator, eine hemmelige Richter mit jahrzehntelange Berufserfahrung, das wurden die Parteien übergeben, nickte Frau Warns mir zu. Es waren der Zeit, die Ordner zu öffnen und die Zahlen sprechen zu lassen. Mein Mutter lächelte gewohnt, mutterliches Lächeln und wollte gerade den Teller mit dem Kuchen nahe in die mitschieben. Doch Frau Warns griff ruhig in ihr Ledertasche und legte ein schwares Klassischtmap mitten auf den Tisch. Kein Schreien, kein emotionalen Wuttesbruch, nur die Kälte, stoßlich Markt von Papier und Fakten. Blatt für Blatt legte mein an wollten die Beweise fen. So ist die eidstaatliche Versicherung meines damalige Auftraggebers in der Ostsee, die lückenlos belegt, dass ich am Tag der angeblichen Bergschriftsunterrechnung 100 Kilometer entfernt gearbeitet hat. Dann das schriftlich Gutachten des öffentlich bestellten Schriftsachverständigen, das eindeutig nachwies, dass die Unterschrift auf der Bürgschaft von meiner Schwester Sandra stammte. Und schließlich die beglaubigte Auskunft der Notenkammer mit der Rekonstruktion des gefälschten Dienstregisters meiner Mutter. Im Raum herrschte ein so tatenlos Still, dass man das Summen der Klimaanlage wie ein Drohnen wahrnahm. Der Anwalt meiner Eltern beugt sich über die Dokument, überflog das Gutachten und das Siegel des Sachverständigen, und sein Gesicht will schlagartig jede Farbe. Sah mein Mutter an, dann Sandra, und schloss langsam sein Eigen Akte. Wusste in diesem Moment nur, dass keinen zivilrechtlichen Familienstreit mehr vertrat, sondern ein handfastes Dokumentenverbrechen. Der Mediator nahm sein Lesebrill ab, sah mein Mutter langer an und sagt ganz ruhig, dass die Mediation an dieser Stelle brechen muss. Wenn dies Map der Staatsanwaltschaft begeben wird, gehört es nicht mehr Kredit oder Streitigkeiten, sondern Haftstrafen und den sofortigen Verlust der Notarzulassung. Mein Mutter sah mich an. Sommers 10-mal in meinem ganzen Leben sah ich, wie die Perfektion aus ihrem Gesicht wich. Das inszeniert Mitglied war verschwunden. Zurück blieb nur die kalte Berechnung einer Frau,
deren Rechnung Summers 10 Mal nicht aufgegangen war. SEI fragte mehem IT brüchige Stimme, ob ICH wirklich beret SEI, mein Hygiene Family Wedgen ein paar alten Papieren zu storen. ICH sah SEI stand langsam auf und sagt ganz ruhig ins Gesicht. Hat mir vor Jahren vor ITUR gesetzt und gesagt, ICH SEI Platzverschwendung. Hat mein Erbe gestohlen, meinen Namen gefälscht und versatzt, ihr Schulden auf me hab zu wolsen. ICH se store nicht die Family. Hat ihr Hygiene Family für Geld verkauft, war unterzeichneten in diesem Nachmittag ein umfassend rechtlich Vereinbarung. Mein Eltern und mein Schwester mussten ihre Klage bedingungslos rückziehen und sämtlich Anwalts- und Gerichtskosten übernehmen. Frau Warren setzte eine verbindliche Erklärung auf. MIT der mein Mutter AMT als Notarvertreterin freiwillig niederlegte, einem öffentlichen Strafverfahren zu entgehen. Die Raiffeisenbank sagt die Bürgschaftsforderung gegen Miss Soffit storniert zurück und forderte das Geld direkt von den echten Schuldnern ein. Die Konsequenzen ließen nicht länger auf sich warten. Die Schulden beider Bank zu begleichen und eine Zwangsversteigerung abzuwenden, mussten mein Eltern den elterlichen Bostaufhandel so ihr großes Wohnhaus weit unter wat verkaufen. Sandra Viller die Villa Magnolia endgültig in den Insolvenzverwalter. Traum vom glamourosen Jet-Set-Leben Platz wie ein Seifenbläs. SEI mussten in ein klein Dreizimmer-Mietwohnung am Stadtrand ziehen. 6 Monate später saß ICH an einem sonnigen Sonntagnachmittag auf der Terrasse meines sanierten Riet-Dachhauses in der Ostsee. Der Wind trug den Duft von Meersalz herüber. Ein grauer Mittelklasswagen hielt langsam in der kleinen Zufahrt meines Grundstücks. Es war mein Mutter im Steuer. Neben saß Sandra. Sie stiegen nicht sie hielten nur und starrten durch den Zorn auf mein Haus, den gefleckten Garten und das blühende Leben, das ICH mir einen einzigen Cent ihrer Hilfe aufgebot hat. Sandra stieg für einen kurzen Moment sah mich auf der Terrasse stehen und brach mitten auf der Straße in Tränen ICH konnte wird über das Rauschen der Wellen hinweg hören. SEI schrie zu unserer Mutter im Auto hinüber. Warum bekommt SEI als? Es sollte doch mein Leben sein. ICH nahm einen Schluck von meinem Kaffee, wandte den Blick und schaut hinaus auf das affin Meer. SEI verstand des BIS hüt nicht. ICH hat nicht alles bekommen. ICH hat mir mein Leben Stück für Stück selbst erarbeitet, während SEI darauf gewartet hat, dass man es auf einem Silbertablett serviert. Mein Mutter hat damals gesagt, man gies kein Stein. Aber SEI hat gesehen, dass manche Samen jahrelang im Dunkeln liegen können, bever SEI durch den hartesten Stein brechen und wachsen. Manchmal bedeutet rasch nicht, dass man die anderen Schade, sondern dass man so erfolgreich und glücklich wird, dass Lügen kein Markt mehr über einen haben. Wenn ich dies Jeskicht gesagt hat, dass Gerechtigkeit am Ende immer ihren Weg findet, dann abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit kein new Jeskicht verpasst. Teilt dieses Video MIT euren Liebsten und schreibt mir unbedingt in die Kommentar, von wo US hut zuhört hat und ob in einer ähnlichen Situation genauso gehandelt hattet. Das war Germany Payback Stories, und ICH freue mich darauf, bei uns sehr nächsten Jeskicht wieder begrüßen zu dürfen.